Nicht mehr zu kämpfen heißt nicht, alles hinzunehmen. Und Hingabe heißt nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil. Wenn du wissen willst, wie du mit Klarheit und bewussten Entscheidungen zum Schöpfer deines Lebens in Entspannung und Frieden werden kannst und wie diese Fähigkeiten mich in dieses tropische Paradies hier gebracht haben, dann bleib jetzt dran. Dieses Video wird dir gefallen. Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Paradise Talk hier aus einem tropischen Paradies, der wunderschönen Insel Bali. Und ich möchte mit diesem Video ein Follow-up sozusagen liefern zu einem der vergangenen Videos hier auf meinem Kanal, in dem ich darüber gesprochen habe, warum ich nicht mehr kämpfe, warum ich glaube, dass Kampf nicht zum Erfolg führt in dieser Welt und in dieser Zeit. Ich verlinke es dir hier oben und ich möchte heute mit dir über ein weiteres Thema sprechen, das in diesem Zusammenhang wichtig ist, beziehungsweise etwas klarstellen, nämlich, dass nicht zu kämpfen nicht bedeutet, passiv alles über sich ergehen zu lassen, einfach alles mitzumachen und nicht aktiv der Schöpfer seiner Wirklichkeit zu werden. Im Gegenteil. Hingabe, dieses Wort, mit dem hatte ich früher Probleme, weil ich eben dachte, das bedeutet genau das. Und das war für mich nicht stimmig. Heute weiß ich, dass Hingabe nicht Hingabe an das, was nicht stimmt, bedeutet, sondern Hingabe an das Göttliche, an deine geistige Führung, an dein wahres Sein, an Gott in dir. Und in diesem Sinne ist Hingabe eben ein wundervolles Schöpfungsinstrument für dein bestes Leben. Und darum ging es eben in dem Video, in dem ich darüber gesprochen habe, warum ich nicht mehr kämpfe. Jedoch ist es genauso wichtig zu verstehen, dass wir erst dann wirklich unser Potenzial nutzen als die göttlichen Wesen, die wir sind, als die Schöpfer, die wir sind, wenn wir Klarheit in uns aufrechterhalten, wenn wir die Klarheit darüber, was für uns stimmt und was für uns nicht stimmt, was wir leben wollen und was wir nicht in unserem Leben akzeptieren wollen, wenn wir diese Klarheit in uns kultivieren und auch danach handeln. Das ist ganz wichtig und das möchte ich mit diesem Video auch ganz klar machen, dass Hingabe nicht bedeutet Hingabe an alles und jedes, auch wenn es eindeutig nicht für uns stimmt. Ja? Warum ist es wichtig? In unserer Welt gibt es viele Umstände, viele Machenschaften, die man aus einem erwachten Bewusstsein heraus, so würde ich es einmal nennen, absolut als nicht stimmig bezeichnen könnte. Mag für jeden etwas anderes sein, aber es ist doch so, dass in unserer aktuellen Zeit viele dieser Dinge zutage kommen. Und das ist etwas Großartiges. Ja? Das ist eine Chance, die wir alle haben, eben die Welt, in der wir leben, für uns selbst und damit auch für die Menschheit zu verändern. Und dies tun wir vorrangig natürlich, indem wir uns entspannen hinein in unser göttliches, wahres Selbst. Dies tun wir aber auch, indem wir Entscheidungen treffen, die im Einklang mit diesem göttlichen, wahren Selbst stehen und die im Einklang mit dem stehen, was für uns stimmt, und dass wir wiederum andere Entscheidungen nicht mehr treffen, wenn sie nicht für uns stimmig sind. Ich gebe dir gern ein Beispiel dafür. Ich habe bereits 2021, also vor mittlerweile 4 Jahren, klar gesehen, dass die Politik in Deutschland zum Beispiel
sich in eine Richtung entwickelt, die für mich nicht stimmig ist, wenn ich sie betrachte aus der Perspektive der neuen Zeit eines erwachten, freien, selbstbestimmten Individuums. Und was habe ich daraus für eine Konsequenz gezogen, für eine Entscheidung getroffen? Nun ja, ich bin nicht in Deutschland sitzen geblieben und habe gedacht, naja, ich kann ja eh nichts tun, sondern ich habe für mich die Entscheidung getroffen, die für mich stimmig war und immer noch ist. Ich habe Deutschland verlassen, bin in die Welt gezogen, habe auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass ich keine Steuern mehr zahle, weil ich ein System, und zwar legal, ja, weil ich ein System, das sich nicht stimmig verhält, auch nicht finanziell unterstützen möchte, zum Beispiel. Dies ging natürlich auch einher mit den ganzen Entscheidungen, die getroffen wurden von der Politik in Deutschland und auch in anderen Ländern in Bezug auf die Corona-Pandemie, mit denen ich auch ganz und gar nicht einverstanden war. Übrigens eine Sichtweise, die heutzutage offenbar sich mehr und mehr Menschen zu eigen machen können, weil sie in der Rückschau feststellen müssen, dass die Schwurbler von damals richtig lagen. Aber das nur am Rande. So, das war eine klare Entscheidung für das, was stimmte und gegen das, was nicht mehr stimmte in meinem Leben. Ich sage nicht, dass du gleich so radikal sein musst und auswandern. Wenn das allerdings für dich sich stimmig anfühlt, dann tu es, absolut. Was ich aber sagen möchte ist, kultiviere deine Klarheit, geh in Meditation, geh nach innen, fühle in deiner Entspannung, was in deinem Leben, was in deinem Umfeld, was in deiner Welt stimmt für dich nicht mehr und was stimmt oder würde stimmen und handle entsprechend. Mit dem Rückenwind deiner geistigen Führung, deines wahren göttlichen Seins, in Entspannung, in Liebe, aber in Klarheit. Und dies gilt in so vielen Lebensbereichen, was das Essen angeht, was das, was du konsumierst an Nahrungsmitteln angeht, aber auch was du konsumierst im Fernsehen, an Nachrichten, in den Medien. Das gilt weiterhin, welche Firmen du unterstützt mit deinem Geld, mit deinem Konsum und welche nicht mehr vielleicht. Ja? Das gilt auch ganz besonders in Bezug auf wem und was schenkst du deine Zeit, deine Energie, auch in beruflicher Hinsicht. Arbeitest du vielleicht in einem Umfeld oder für eine Firma oder für ein Energiefeld, ja, was für dich gar nicht mehr stimmig ist, was etwas die etwas in der Welt bewegt, etwas bewirkt in der Welt, was du eigentlich gar nicht in dieser Welt mehr haben möchtest, dann triff entsprechende Entscheidungen. Und ich kann dir versichern, diese Entscheidungen, wenn sie für die Stimmigkeit getroffen werden und gegen etwas Unstimmiges, werden immer am Ende zu deinem höchsten Wohl sein. Ich denke, du hast den Punkt verstanden und ich lade dich ein, geh durch dein Leben, durch deine Welt und schaue, was stimmt hier und was stimmt nicht mehr und was würde stattdessen stimmen und triff neue Entscheidungen. Es ist ein großartiges Gefühl, diese Macht, die wir haben, die Macht unserer Entscheidungen anzunehmen und damit unser bestes Leben zu kreieren. Ich wünsche dir viel Freude dabei, schicke dir liebe Grüße hier aus Bali und wünsche dir, bis wir uns wiedersehen hier auf meinem Kanal, eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe.